Ein Vorwort zu Beginn dieses Videos. Auch wenn es sich um ein monochromes 8-Bit-Spiel handelt, gibt es hier Andeutungen von Mord und Totschlag, die, wenn auch nur sehr, sehr kurz in diesem Video vorkommen werden. Falls euch das Thema überhaupt nicht bekommt, würde ich daher empfehlen, das Video hier abzubrechen. Vielen Dank für das Interesse und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Video wieder. Die bleiben 72 Stunden, um die Welt zu retten. Ich finde es immer faszinierend, neue Spiele auf alten Konsolen zu sehen. Das hat vermutlich schon mein Video zu Tobo Tobo Girl gezeigt, das mit den gleichen Worten beginnt. Aber es stimmt halt, und daher schätze ich auch Entwicklungen wie das Programm GB Studio sehr, da es das Erstellen von Gameboy-Spielen vereinfacht, die sogar als ROM auf Original-Hardware gespielt werden können. Die Funktionen, die einem das Programm an die Hand gibt, schränken leider die Möglichkeiten ein, sodass ein klassischer Plattformer etwa schwer bis unmöglich umsetzbar ist. Doch zum einen machen solche Einschränkungen kreativ, wenn es um die Umsetzung geht. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch ein paar Spiele damit erstellt. Zum anderen, oder gerade deswegen, können auch wunderbare Spiele entstehen. Und zumindest storytechnisch werden die Spiele durch die Limitationen nicht eingeschränkt. Ich habe daher schon ein paar interessante Resultate gesehen. Diese blende ich hier gerade vermutlich ein und ich werde sie auch in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr Interesse habt. Eines meiner Lieblingstitel möchte ich euch heute aber auch in diesem Video vorstellen. Deadeus. Ich glaube, jeder von uns hatte schon einmal Albträume. Sie sind eine normale Sache. Und dennoch können sie uns immer wieder schweißgebadet aufschrecken lassen. Doch dann ist es für gewöhnlich auch zu Ende. Für unseren Protagonisten hingegen ist sein Albtraum gerade erst der Anfang. In diesem wird nämlich prophezeit, dass Deadeus in 3 Tagen erscheinen wird, um seine Leihgabe an die Menschen, deren Fleisch, zurückzufordern. Dieser Traum lässt ihn nicht los. Wobei, nicht nur ihn. Viele gleichaltrige Jugendliche hatten einen ähnlichen Traum. Entsprechend wird der Sache auf den Grund gegangen. Der Spielort beschränkt sich hierbei auf die namenlose Ortschaft. Der Spieler kann nun innerhalb der verbleibenden 3 Tage durch die Ortschaft gehen, mit den Bewohnern reden und mit Gegenständen interagieren. So kann man etwa Blumen in der Stadt sammeln, wenn man will. Die Gespräche und Interaktionen führen im Verlauf der Tage zu verschiedenen Resultaten, je nachdem wie man handelt. Daraus können bis zu 11 verschiedene Enden resultieren. Hierbei ist es allerdings nicht so wie in manch anderen Spielen, dass am Ende alle Entscheidungen bis auf eine am Ende letztendlich irrelevant sind und nur der Eindruck vermittelt wird, dass man seinen eigenen Weg geht. Entscheidungen, die man am einen Tag fällt, können einen Einfluss auf den nächsten Tag haben und wie dieser verläuft. Wenn ich etwa die Nachbarin jeden Tag besuche und ihr Blumen bringe, entsteht dadurch ein Pfad zu einem möglichen Ende. Es ist ein wenig so wie bei Majora's Mask. Dort hat man auch 3 Tage Zeit und muss, um bestimmte Quests zu erledigen, an bestimmten Tagen bestimmte Dinge erledigen. Man denke hier an Kafei's Quest. Da in Deadeus der nächste Tag aber nur anbricht, wenn man ins Bett geht, entsteht hier kein Zeitdruck wie in Links Abenteuer, in dem die ständig laufende Uhr zu ihrem terminalen Zeitpunkt läuft. Deadeus ist da ein wenig wie ein gewisses anderes Spiel, was ich schon mal in einem anderen Video behandelt habe, nur ohne die Ruhe der Nacht. In einer Hinsicht ähneln sich Deadeus und Majora's Mask aber umso mehr, der bedrückenden Atmosphäre in der Stadt. Diese wird in Deadeus durch den einleitenden Traum begonnen, was nicht zuletzt an den Illustrationen liegt, die vom Ersteller des Spiels, ISMA, erstellt wurden und wunderbar in Pixel gegossen wurden. Schaut daher mal auf sein Twitter-Profil vorbei. Aber da hört es im Spiel noch nicht auf. Die bedrückende Atmosphäre setzt sich durch das Spiel weiter fort. Die Darstellung der Stadt wirkt ein düsteres Link's Awakening, insbesondere durch die ähnlich gestalteten Bäume. Die Musik vermittelt eine meist schwermütige Stimmung. Ihr hört's gerade. Ein besonderer Schritt, den ich sehr effektiv finde, ist das Pausieren der Musik in den meisten Häusern. Nach der schweren, melancholischen Stimmung draußen hat mich dieser Aussetzer gespannt darauf gemacht, was die Personen im Haus gleich sagen werden, was passieren wird. So als wäre es die Ruhe vor dem Sturm. Oder der Moment, in der ein verfluchtes Modul in einer Creepypasta anfängt, unheimlich zu werden. Und das, was die Menschen zu sagen haben oder tun, legt gut dar, warum die Stimmung so schwer wirkt. Innerhalb der Story von Deadeus wird sehr schnell ein Wissensgefälle zwischen Jung und Alt ersichtlich. Der Protagonist und seine Altersgenossen werden von Albträumen geplagt, die sie mindestens beschäftigen oder gar in eine Krise stürzen. Die Jugendlichen haben durch ihre Albträume eine Vorahnung, wissen diese aber nicht ganz zuzuordnen. Die Erwachsenen hingegen scheinen ein Vorwissen zu haben, was mit zurückliegenden Ereignissen zusammenhängt. Deren Umgang mit diesem Wissen ist unterschiedlich.
Wenige versuchen es mehr oder weniger offen zu verarbeiten, manche tun die Albträume ab oder versuchen von diesen abzulenken und wieder andere geben sich dem Kult um Deadeus mal mehr, mal weniger subtil hin. Das Verhalten der Bewohner verschärft sich hierbei hin zum letzten Tag, teils sogar tragisch. Ein gutes Beispiel hierfür ist die eigene Mutter, die am ersten Tag noch fröhlich und liebevoll den Traum abtut, am zweiten Tag distanziert wirkt und am dritten Tag den Dialog sucht. Diese Verschärfung ist auch wieder eine Parallele zu den Bewohnern Unruhstadts in Majora's Mask, die im Angesichts des nahen Endes ähnliche Züge aufweisen. Womit Deadeus allerdings hervorsticht, das ist mit dem Kult um das titelgebende Wesen. Dieser Kult agiert unter dem Deckmantel der örtlichen Kirche als eine Art geheime Weltuntergangssekte. Es gibt hierbei mehrere Andeutungen im Spiel, dass dieser Kult in der Stadtgeschichte verankert ist und viele Leute noch heute dem nahestehen. Irgendwie hat mich das Ganze an die Lovecraft-Geschichte Shadow over Innsmouth erinnert. In dem titelgebenden Ort entstand ebenfalls ein Kult rund um ein höheres Wesen, was in einer Vereinnahmung des Orts resultierte. Doch während dies in Innsmouth aus finanziellen Gründen geschah, ist der Grund in Deadeus nicht ganz klar. Kurzer Einschub aus dem Schnittraum. Der Grund ist, dass die Leute nicht sterben wollen. Ich weiß nicht, warum das nicht im Skript stand. Zurück zum Hauptprogramm. Eigentlich ist das Wesen Deadeus nicht einmal klar erklärt. Es gibt nur Andeutungen, etwa dass Deadeus in Beziehung zur Sonne steht. Schon der Name lässt mindestens zwei Deutungen zu. Zum einen könnte er für Dea und Deo stehen, was lateinisch für Göttin und Gott ist. Oder er ist ein Kofferwort für Dead und Deus, also toter Gott. Oder es hat eine ganz andere Bedeutung, die ich nicht erkenne. Generell enthält das Spiel viele Andeutungen und subtile Elemente, die zu Spekulation einladen. In Kombination mit dem Verhalten der Bewohner schnürt sich so die Spannung mit der Zeit immer weiter zu. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass meine Figur gar als Opfer von Deadeus endet. Das passierte zum Glück nicht, aber dafür sah ich etwas anderes. Die Frage, was man bei einem neuen Anlauf anders machen würde. Wie bereits gesagt, bietet Deadeus 11 verschiedene Enden. Eines vorweg, ich habe noch nicht alle gesehen, schon weil ich so manches Geheimnis noch nicht gelöst habe. Doch die Enden, die ich bisher erlebt habe, waren mindestens offen und gingen bis ins Schauerliche. Und ich glaube, deswegen war ich auch immer bemüht, noch etwas Besseres rauszuholen, mich den Albträumen zu widersetzen. Die Nachricht am Ende war dann noch der letzte Schubs von Isma. Und ja, ich habe jetzt schon öfters Majora's Mask bemüht, aber auch der Umstand, dass man die 3 Tage immer und immer wiederholen kann, um sein Vorwissen zu nutzen, um es besser zu machen, erinnert mich an das Spiel. Wobei, der Ansatz ist anders. Majora's Mask nutzt die Zeitreise zwingend, um an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge zu erledigen. Man reist ja nicht zu allen 4 Tempeln in einem Zyklus. Deadeus hingegen nutzt den Neustart optional, um die neuen Erkenntnisse bei der gleichen Aufgabe nutzen zu können. Man kann so mit jedem Neustart versuchen, sich zu verbessern. Oder es bewusst gegen die Wand zu fahren. Quasi so wie Bill Murray in Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe bereits zu Anfang gesagt, dass ich die Existenz von GB Studios schon dafür schätze, dass es mehr Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Ideen für den Gameboy umzusetzen. Das führt auch dazu, dass Gameboy-Spiele entstehen, die ansonsten nie so auf der Konsole gelandet wären. Das gilt auch für den Horror-Mystery-Titel Deadeus, der mich durch seine Geschichte um die namenlose Stadt in ihrem Bann zog. Wunderbar unterstrichen wird die Stimmung des Spiels durch seine Gameboy-typische, aber melancholisch-pessimistische Optik und seine passend schwermütige Musik. Ich habe in diesem Video versucht, nicht zu viel zu verraten, für den Fall, dass ihr das Spiel selbst nochmal spielen wollt. Ihr findet es auf itch.io, der Link steht in der Beschreibung. Das runtergeladene Spiel liegt als Gameboy-ROM vor. Diese kann man dann entweder auf einem PC oder Smartphone-Emulator spielen oder mittels einer Flashcard wie dem EverDrive auf Original-Hardware. Eine empfohlene Spielweise meinerseits: nutzt eine Flashcard, um es über den Gameboy Player auf einer Röhre zu spielen. Wenn möglich mit einem Hori Gamepad. Macht dann das Licht aus und besucht in dieser Atmosphäre die namenlose Stadt rund um Deadeus.